Du hast während deines Studiums oder deiner Ausbildung BAföG erhalten? Dann fragst du dich früher oder später, wie die Rückzahlung funktioniert und was du dabei beachten musst. Ich bin Alex von meinbafög.de und auf unserem Kanal erfährst du alles zum Thema BAföG. In diesem Video spreche ich über alles, was du zur Rückzahlung deines BAföGs wissen musst. Viel Spaß und bleib dran! Wenn du studiert oder eine Ausbildung gemacht hast und währenddessen BAföG bezogen hast, musst du dieses in der Regel zurückzahlen. Etwa 5 Jahre nach Ende der Regelstudienzeit bekommst du dazu ein Schreiben von deinem zuständigen BAföG-Amt. Achtung, wenn du nach deinem Bachelor noch einen Master gemacht hast, gilt der Abschluss deines Bachelors als Start der 5-Jahresfrist. Um dieses Schreiben auch wirklich zu erhalten, solltest du darauf achten, dem zuständigen Amt immer deine aktuelle Adresse mitzuteilen, da sonst zusätzliche Kosten für die Ermittlung deiner aktuellen Adresse auf dich zukommen können. Wenn du zur Schule gehst und dafür eine Förderung beziehst, kannst du an dieser Stelle erst einmal aufatmen. Du hast Schüler-BAföG als Zuschuss erhalten und musst es nicht zurückzahlen. Auch als Student musst du Studiengebühren für ein Auslandssemester oder Kinderbetreuungszuschläge gar nicht zurückzahlen. Bei der übrigen Förderung von Studierenden teilt sich das BAföG ja in 2 Hälften auf. Die eine Hälfte ist ein Zuschuss, den dir der Staat schenkt. Die andere Hälfte ist ein zinsloses Darlehen und nur dieses muss später zurückgezahlt werden. Anders als bei einer Bank, die in der Regel mit Zinsen arbeitet, musst du nur das zurückzahlen, was du auch bekommen hast. Es kommen also keine Zinsen obendrauf. Insgesamt musst du nie mehr als 10.010 Euro zurückzahlen, egal wie viel Geld du bekommen hast. Alles darüber hinaus wird dir erlassen. Und diese Regel gilt übrigens auch, wenn du für ein Studium im Ausland gewesen bist oder elternunabhängiges BAföG erhalten hast. Wenn es nach 5 Jahren an der Zeit für deine Rückzahlung ist, hast du wahrscheinlich schon einen Beruf begonnen und bist anders finanziell aufgestellt als während deines Studiums. Du hast aber trotzdem die Möglichkeit, dein BAföG in kleinen Raten zurückzuzahlen, mindestens jedoch 130 Euro monatlich. Diese Raten werden über einen Zeitraum von maximal 20 Jahren erhoben. Danach wird kein Geld mehr von dir verlangt, auch wenn noch nicht alles zurückgezahlt ist. Wie viel du genau zurückzahlen musst, ist immer abhängig von deinem persönlichen Förderungshöchstsatz und davon, wie viel BAföG du letztendlich bezogen hast. Wie hoch deine Förderung ist, kannst du in unserem BAföG-Rechner berechnen. Den Link dazu findest du unten in der Infobox. Wenn du während der Rückzahlungsphase nur wenig oder gar nichts verdienst, kannst du auch einen Antrag auf Freistellung beim zuständigen Amt stellen. Dann erhältst du einen Einkommensfreibetrag und damit wird die von dir zu zahlende Rate verringert. Wenn du einmal gar nicht zahlen kannst, hast du außerdem die Möglichkeit, deine Rückzahlung zu stunden. Wird dies vom Amt akzeptiert, gilt die Befreiung erst einmal für 1 Jahr. Maximal kannst du dich so für 10 Jahre von der Rückzahlung befreien lassen. Dazu musst du jährlich einen neuen Antrag stellen. Aber Achtung, das bedeutet nicht, dass der Staat die Rückzahlung deines BAföGs übernimmt. Die Rückzahlung wird nur aufgeschoben, sie ist nicht aufgehoben. Übrigens, wenn du das Darlehen nicht in Raten, sondern ganz oder zu einem größeren Teil auf einmal zurückzahlen kannst, bekommst du einen Teil deiner Schulden erlassen. Du kannst dann einen Antrag auf prozentualen Nachlass stellen. Das bedeutet, dass du einen gewissen Prozentsatz gar nicht zurückzahlen musst, wenn du das Darlehen eben auf einen Schlag zurückzahlst. Wenn du das Video bis hierhin geschaut hast, dann hinterlasse mir doch gerne einen Kommentar und teile mir mit, wie du das Video bis hierhin fandest. Außerdem freuen wir uns über neue Abonnenten. Wir werden auch noch sehr viele weitere hilfreiche Videos zum Thema BAföG veröffentlichen, also abonniere auch unseren Kanal. Hier sind zum Abschluss noch 3 weitere Tipps, die ich dir für die Rückzahlung mitgeben bzw. noch einmal hervorheben möchte. Erstens, denk immer daran, dem Amt für Ausbildungsförderung und dem Bundesverwaltungsamt deine aktuelle Adresse mitzuteilen. Tust du das nicht, kostet dich das unter Umständen 25 Euro zusätzlich. Zweitens, gut zu wissen ist auch, dass der Rückzahlungsbetrag nicht monatlich, sondern quartalsweise fällig wird. So zahlst du immer mindestens 390 Euro auf einmal zurück.
Du solltest daher jeden Monat genug Geld zur Seite legen, um die Rückzahlung begleichen zu können. Und drittens, beim BAföG gilt, schnell sein kann sich lohnen. Bist du schneller mit deiner Rückzahlung durch oder kannst du sogar alles auf einmal zurückzahlen, sparst du jede Menge Geld. Hast du weitere Fragen? Auf unserem Kanal haben wir viele hilfreiche Videos zum Thema BAföG. Wenn du keine Lust auf verstaubte, altmodische Antragsblätter hast, dann besuche uns doch auf meinbafög.de, wo wir eine App zur Antragserstellung entwickelt haben. Den Link findest du in der Videobeschreibung. Das Team von meinbafög.de und ich wünschen dir jetzt erst einmal alles Gute und viel Erfolg auf deinem weiteren Weg.